meinem letzten Urlaub habe ich aber wunderschöne Fotos gemacht. Und damit die Erinnerungen an den Urlaub nicht so schnell verblassen, möchte ich gern aus dem Foto, das ich gemacht habe, ein kleines Andenken an den Urlaub basteln. Das Bild ist ganz normal mit dem PC und mit dem Drucker ausgedruckt, auf normales Papier. Und das Besondere ist, durch das Papier scheint Licht durch. In dem Bilderrahmen setze ich das Bild ein und möchte davor eine kleine Szene basteln, was ich so erlebt habe im Urlaub. Und dahinter könnte man dann eine kleine Kerze stellen. Dann würde das ganze Bild leuchten. Ich möchte jetzt hier in das Bild die Fassade von dem Gebäude einbauen. Das heißt, die Einzelteile herausnehmen, entsprechend kürzen und dann wird das Haus hier in das Bild integriert. Dahinter möchte ich dann ein paar Figuren setzen, sodass man sie dann später durch das Fenster durchsehen kann, wenn dahinter eine Kerze leuchtet. Der Bilderrahmen beginnt mit dem Hausbau. Ich habe die Wände und die Dachflächen gekürzt. Das ist jetzt alles nur 1 cm dick. Nun wird das Weiß noch etwas ins Ocker gefärbt, damit es nicht ganz so bleich und kahl aussieht. Dazu nehme ich ganz normale Dispersionsfarbe und die wird dann einfach aufgepinselt. Nach dem Pinseln drücke ich da wieder mit dem Schwamm auf die Oberfläche, damit das schön gleichmäßig wird und die Pinselstriche verschwinden. Die Dachflächen färbe ich mit Zielrot. Im Modellbaugeschäft gibt es eine Vielzahl von Gebäudebausätzen, aus denen man sich seinen Favoriten aussuchen kann. Dort nimmt man am besten auch den Modellbaukleber mit. Die Fassade ist jetzt soweit fertig. Damit jetzt kein Licht durch die Wände scheint, werde ich dahinter eine schwarze Folie kleben. Hinter die Fensterscheiben klebe ich jetzt Transparentfolie, damit man nicht ganz klar durch die Scheiben durchsehen kann. Das Bild ist jetzt soweit vorbereitet, dass der Ausschnitt für das Gebäude fertig ist. Jetzt kommt der schwierige Teil. Ich will den Rahmen innen genauso bemalen wie auf dem Foto. Das Himmelsblau und das Grün der Wiesen und Wälder will ich so am Rahmen wieder nachbilden. Und das werde ich mir frei zurechtmischen und das wird vermutlich nicht ganz so gut werden wie am Foto, aber wir sind ja Künstler. Ich mische mir die Farben nicht ganz direkt zurecht, sondern ich tupfe einfach mal ins Dunkelblau, mal ins Weiß und darauf ergibt sich letztendlich ein Mischton direkt auf dem Bild. Und ich versuche natürlich zu vermeiden, dass ich die Scheibe erwische. Geht nicht immer, aber die Scheibe kann man wieder abwaschen, ist kein Problem. Die Fläche wird nun für das Begrünen vorbereitet. Der Holzleim dient als Kleber für die Grasfasern. Ich mische mir aus verschiedenen Grasfaserfarbtönen die Farbe des Hintergrundbildes zusammen. Die gepflegte Rasenfläche entsteht mit einer Grassprühdose. Nur noch ein kleines Experiment, bevor das Modell fertig wird. Ich werde jetzt die Figuren hinter die Fensterscheiben kleben. Dazu muss ich die Füße etwas kürzen. Und dann möchte ich gerne mal sehen, wie das wirkt, wenn eine Kerze dahinter steht. Ich klebe nun die Figuren hinter die Fensterscheibe. Mit einer kleinen Lampe teste ich die Wirkung des Schattenspiels. Mit dem Schraubendreher bohre ich ein Loch, in das ich den Baum stecke. Ein Tropfen Alleskleber fixiert die Verbindung. Kleine Sträucher sprießen aus den Ecken hervor oder wachsen am Stamm des Baumes. Die kleine Ecke vor dem Haus verziere ich mit gelben Blumen. Mit den Figuren lassen sich Begebenheiten realitätsnah darstellen. Ja, der soll sich noch ein bisschen mehr zu der Dame zuwenden. Ach so, ja, ja. Mehr Interesse zeigen, sonst kriegst du den nie, wenn du die wegdrast, Junge. Das i-Tüpfelchen in dem Bild ist der Rabe, den ich auf dem Balkon platziere. Hoch oben in den Lüften zieht ein Bussard seine Kreise und betrachtet in Seelenruhe seine Speisekarte. Ich hoffe, ich konnte bei euch etwas Begeisterung wecken, wie man aus einem einfachen Urlaubsfoto ein dreidimensionales Bild macht mit bleibenden Erinnerungen.